In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man aus einer bestehenden Installation für den MetaTrader 4 eine portable Version auf einen USB-Stick kopieren kann, die sich sogar vom USB-Stick starten ließe. Also schauen wir uns einmal an, wie das funktioniert. Wenn man in einem MetaTrader 4 auf den Datenordner klickt, dann wird normalerweise angezeigt, dass sich die Daten in so einem kryptischen Ordner hier befinden. Der Ordner wird in der Regel angelegt unterhalb des Benutzerverzeichnisses und das passiert bei der Installation von MetaTrader. Dieser Ordner enthält einige Daten, aber nicht alle, die wir benötigen. Ich habe mich in diesem Fall bei Linux bedient. Ich nutze MX Linux und mit Wine und Play on Linux habe ich eine Installation in einem Verzeichnis. Dort finde ich alle benötigten Dateien. Die habe ich mir dann kopiert. Das hier ist ein brandneuer Windows 10 PC. Da sind noch keine Installationen drauf. Das hier ist ein USB-Stick. Da habe ich eine portable Version für MetaTrader 5 und eine portable Version für MetaTrader 4 drauf. Hier sieht man alle benötigten Verzeichnisse und Dateien, die ich brauche. Und ich könnte jetzt mit einem Doppelklick auf diese Datei mit dem Namen terminal.exe den MetaTrader 4 direkt vom USB-Stick aus starten. Das ist aber sehr langsam. Darum kopiere ich mir dieses Verzeichnis in der Regel und füge es dann irgendwo im Dateisystem auf der C-Platte ein. Ich habe das heute Morgen schon gemacht für das englische Video. Hier sind alle benötigten Dateien vorhanden. Wie man sieht, läuft hier noch kein Prozess außer dem VNC-Viewer. Jetzt werden wir mal diese Terminal.exe-Datei öffnen. Das dauert dann einige Zeit. Und wir sehen, dass der MetaTrader gestartet wird. Das kann gerade beim ersten Start ziemlich lange dauern. Aber dann kommt hier im Hintergrund unser MetaTrader-Fenster hoch. Sie müssen beim ersten Start Ihr Konto hier neu verbinden. Ich habe das heute Morgen schon getan. Und wenn man jetzt hier auf dem neuen PC den Datenordner öffnet, dann sehen wir auch hier wurde so ein kryptischer Ordner im Benutzerverzeichnis erstellt. Im MQL4-Ordner finden wir unterhalb von Experts den Quellcode, die kompilierte ex4-Datei und auch den angelegten Ordner. Sogar der Expert Advisor für MyFXBook wurde hier kopiert. Den nutze ich, um meine Statistiken hochzuladen. Aus der Navigationsansicht kann ich den Expert Advisor auch direkt auf das Chart ziehen. Starten wir mal einen Strategietest und auch der scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Hier sehen wir die ersten Trades. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie innerhalb von wenigen Minuten ein bestehendes MetaTrader 4 System inklusive der Einstellung Ihres Expert Advisors auf einen USB-Stick kopieren können. Und falls Sie zu diesem Setup noch Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie mir doch einfach ein E-Mail.